Good afternoon, and I'm sure you've had enough exposure to many of the practical aspects of Panchakarma already through also many of the other sessions here. What I would be discussing about is mainly the decision making that goes behind, designing and implementing a course of Panchakarma. Also, er begrüßt Sie alle und möchte darauf hinweisen, dass Thema seines Vortrags weniger jetzt die detaillierten Behandlungsmethoden sind, sondern mehr eine grundsätzliche Kategorisierung, bevor wir in die Behandlung gehen, was wollen wir eigentlich machen? Was für systematische Entscheidungen müssen wir tun, bevor wir mit welcher Behandlung beginnen können? So, can you tell me, in your opinion, how many days it requires to complete a full course of Panchakarma? Was denken Sie, wie lange dauert eine Panchakarma-Kur, also eine komplette Panchakarma? Wie lange sollte das gehen? Was meinen Sie? How many days? Wie viele Tage? 3 weeks is 21 days. Okay, 21 Tage. Any other opinion? 28 days. 28 Tage, 4 Wochen. If you look at the texts, the actual time required for completing one full course of Panchakarma is 129 days. Wenn Sie sich die Texte anschauen, in den Referenzen, den klassischen, steht 129 Tage, um einen kompletten Panchakarma-Prozess durchzuführen. The Panchakarma, even in our text, they say the 3 degrees of completeness with which we do it. There is a full-blown Panchakarma procedure which is about 129 days. Then there's a medium procedure which takes about, can you guess? Also es gibt 129 für den vollen Programmteil. Wenn wir ein Medium, also eine mittlere Länge machen, was denken Sie, wie lange wird das dauern müssen? Irgendeine Ahnung? 64? 90 days, you're very close to that. Okay. It's about 85 to 87 days. 85 Tage. And then we have the most smallest program for Panchakarma. Und das Mini-Programm für Panchakarma? Oh, it's 56 days. 56 Tage. So what we are doing, I just wanted to give you a scale for comparison, and what we today talk about as Panchakarma comes nowhere near what is described in the classical texts. Also ich will das jetzt nur einführen und damit ungefähr ein Bild geben, dass das, was wir heute als Panchakarma machen und wie wir es machen, auch nur annähernd nicht an das rankommt, was in den Texten eigentlich drin steht. So much so that I really doubt whether we should be calling what we are doing nowadays as Panchakarma. Und ich bin mir nicht mehr so sicher, sollten wir es eigentlich Panchakarma nennen, das, was wir heute machen, oder möglicherweise was anderes. See, the situation is very similar to Rasayana also. There are many complex treatments mentioned in our classical texts, and there's nothing wrong in contemporarizing them. Und das Gleiche gilt auch für Rasayana. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen in der heutigen Zeit. Und es ist völlig okay, das auch zu tun und bestimmte Kategorien aufzumachen. See, when you say we are doing Rasayana today also, you can see this difference in the scale and the intensity in which it is actually perhaps done in the classical texts. Denn wenn Sie sich mal anschauen, was heute alles unter Rasayana verkauft wird, das ist wahnsinnige Bandbreite, das ist sehr verschieden. Auch da alles ist okay, aber es ist einfach sehr verschieden von dem, was in den klassischen Texten geschrieben steht. So on second thoughts, we needn't be really worried about the days, because in our tradition, even the measurements, the mana, the scale, they have changed from different time periods. There's a Kalinga mana, there is a Magatha mana. So those components may change, but there are certain other essential things that we need to really look into. Und natürlich kann es auch sein, dass unser Zeitgefühl ein anderes oder die Zeitmessung eine andere heute ist, als die damals genommen wurde. Also auch da kann es Varianten und Abweichungen geben. Was aber wichtig für uns heute ist konzeptionelle, prinzipielle Dinge nicht verschleifen zu lassen. Und darauf will ich etwas eingehen. So, can we say what we are doing today is Panchakarma? And if so, can we say by what logic we are making it more contemporaneous? Like today if we do Kuti Praveshika, it is a rare thing. Once in many years somebody may attempt it, and that too in an incomplete way. So is Panchakarma also, reduced to such a fate? Because it seems to be almost impossible to do what the texts have mentioned.
So that is one aspect which we will be discussing today. Also was wir uns angucken heute ist, was ist möglich heute, was können wir praktisch durchführen. Also wenn wir uns zum Beispiel jetzt anschauen, was in den Texten steht, Kuti Praveshika, das ist eine Form von Panchakarma, die genannt wird, die höchste Form, wo also Menschen bis zu 3 Monate in ein bestimmtes Haus gehen, was speziell vorbereitet ist, in absoluter Dunkelheit und. Das ist also ein riesengroßer Prozess. Das hat man sogar versucht, heute nachzumachen, das hat immer fehlgeschlagen. Das ist vielleicht irgendwann mal in der Vergangenheit gemacht worden. Also wenn wir uns darauf jetzt fokussieren, wird es wahrscheinlich nicht sehr praktikabel. Also wir müssen uns anschauen, was können wir von den alten Schriften wirklich heute praktisch umsetzen, ohne aber die Prinzipien zu zerstören. So this is the title, Panchakarma and Panchasodhana, Therapeutic Intervention versus Classification. I think maybe they are aware of the title. Also den Titel haben Sie ja bestimmt gelesen, Panchakarma und Panchasodhana, therapeutische Intervention im Gegensatz zur Klassifizierung. So I have a question again. What are the Panchakarmas? Können Sie mir erzählen, was sind die Panchakarmas? It's a very simple question. Ganz einfache Frage. Yes. Svedana? No. Svedana gehört nicht Svedana zu den is not Panchakarmas. Panchakarma. Also That is Virechan why I ja. wanted to ask the question. I wanted to know at what level you are thinking about Panchakarma. Virechana is Panchakarma, but even the sequence in which you mention Panchakarma will give an idea of how much you have understood this concept. Okay, ich habe jetzt gerade die Frage gestellt, einfach um mal zu sehen, wie weit ist Panchakarma hier bekannt, und allein die Reihenfolge, was Sie gerade gesagt haben, aber auch die Reihenfolge, in der Sie es gesagt haben, gibt mir ungefähr ein Verstehen, wie viel Sie von Panchakarma bis jetzt verstehen. Okay, so Virechana, then we had something else? Vamana, Nasya, Vasti, Raktamokshana? What if I say Raktamokshana is not Panchakarma? Also wie ist es mit Blutlassen oder Aderlass? Ist es ein Panchakarma oder nicht? Okay, we'll debate on that a little. Okay, das müssen wir noch ein bisschen diskutieren. So if you remove Rakta Moksha, then can you still make it Panchakarma somehow? Anybody has any idea? Also wenn wir zum Beispiel das Blut, den Aderlass jetzt rausnehmen, das Rakta Mokshana, sind es dann trotzdem nur noch 5 Karmas? No, it becomes Chatushkarma. Also jetzt ist es dann Chatushkarma, die 4 Karmas. No. So this is why I just wanted to check whether this topic is relevant, because if you're all well aware and there is no debate, we could have even closed the discussion, but I think there is a room for So, er ist zufrieden, dass er die Frage gestellt hat. Jetzt ist ihm klar, dass er mit seinem Thema hier was anfangen kann, denn es muss noch ein bisschen Klarheit geschaffen werden. So that is why I put the title as Panchakarma and Panchasodhana. They're slightly different. We may think that they are the same, but technically speaking, they are different. Diese 2 Begriffe, Panchakarma und Panchasodhana, werden oft synonym benutzt, aber hier ist eine klare Unterscheidung und die möchte er herausarbeiten. Now, what you just mentioned is Panchasodhana. Was Sie gerade erwähnt haben, gehört zu Panchasodhana. 5 methods in which your body can be cleansed. 5 major methodologies. 5 Hauptmethoden, durch die der Körper gereinigt werden kann. And if you try to do all the 5 on one individual in sequence, that's a recipe for disaster. That's a recipe for, killing the individual. Und wenn Sie versuchen, diese 5 Methoden hintereinander an einer Person zu machen, das ist ein Rezept für eine Katastrophe. So yes, Panchakarma has suddenly become a buzzword, and I think it's also replacing Ayurveda, because I've heard in many circles when they say, have you done Panchakarma? There's a Panchakarma clinic there that you must go and see. It's no longer Ayurveda clinic. So this is a bit of a concern. Because Panchakarma is sometimes seen as a quick fix purification program that can purge the body of impurities. When everything else fails, just, clean the body and you expect that things will fall in place. Seit einiger Zeit ist Panchakarma also irgendwie total in im Westen und es hat teilweise sogar Ayurveda verdrängt, den Begriff. Einige Leute kennen nicht Ayurveda, sondern Panchakarma, oder wenn sie Ayurveda hören, sagen, ja, ich weiß, Panchakarma, alles klar, es gibt so viel Werbung mit Panchakarma und irgendwie scheint es jetzt total in zu sein, irgendwie die schnelle Reinigung zu machen, mache ich mal kurz einen Panchakarma und dann ist die ganze Sache erledigt, habe mir alles rausgeholt, entschlackt, fertig aus, wieder verjüngt. I have nothing against Panchakarma, but it's very important to realize that
sometimes it's going to a kind of exaggeration, like what has happened with acupuncture and Chinese medicine. Er hat grundsätzlich nichts gegen Panchakarma. Der Panchakarma ist wunderbar, nur es muss richtig korrekt benutzt werden und Leute müssen wissen, was Panchakarma ist. Also zum Beispiel der Unterschied zwischen Akupunktur und traditioneller Medizin, traditioneller chinesischer Medizin, ist im Westen, die TCM ist im Westen gerade durch die Akupunktur hochgekommen und hat dann das Problem gehabt, dass eben Akupunktur nur da war und die Leute die traditionelle chinesisch-medizinische Einbindung der Akupunktur vergessen haben. Und genauso ist es mit Panchakarma. Panchakarma ist nicht eine alleinstehende Sache, sondern die ayurvedische Einbindung muss genauso da sein. Yeah. I only mean to say that we must put things in correct perspective. Nothing should go out of proportion. So we have here, what is Panchakarma? I'm sure you know. I'm just trying to check again at what level we are speaking, what level of, understanding and opinions. Maybe you're more informed than me. I mean, that's not what I'm trying to arrive at. But we need to know whether we are thinking in the similar way. So I think pancha means 5. That's very clear. But there's a technical connotation to the word karma. Karma, how would you translate it? Also jetzt ganz kurz nochmal, nur um die Begrifflichkeit zu erklären, damit wir alle wirklich uns auf der gleichen Seite befinden und vom Gleichen reden. Ganz kurz nochmal, was ist Panchakarma? Also Pancha bedeutet 5 und Karma bedeutet was? Hier gibt es oft ein paar Unterschiede in der Wahrnehmung. Was bedeutet Ihrer Meinung nach Karma? Effekt. Karma means actually action. Karma ist eigentlich nicht der Effekt, sondern die Aktion. Das, was getan wird. So, yeah. Okay, continue. So, I mean, we don't want to go into Sanskrit gymnastics here, but of course the word karma is also quite complex. We can have a whole session on what is the meaning of karma. But what I want to point out in this context, it means an action or a procedure. It means something which has to be done. This is not the idea that you get when you say Panchakarma+Panchasodhana. It only points out that there are 5 possible ways of cleansing, whereas Panchakarma means this is the way you have to do a procedure. Also der Unterschied hier, um den rauszuarbeiten, ohne jetzt eine große Sanskrit-Aktion zu machen, Karma ist ein Wort, was sehr viele Konnotationen hat, während Shodhana ein Wort ist, was relativ klar einfach nur sagt, Reinigung, während Karma implizite andere Bedeutungen hat und immer eine Prozessualität betrifft, eine Aktion, ein Momentum, eine Prozessualität. So here it is, we are just summarizing again, but of course we did not figure out what is the 5th procedure if we eliminate Rakta Moksha. So it is there here. If you look at Vasti, I mean it's very simplified way to look at Vasti as one entity. I mean Vasti, there are 2 types of Vasti and they have very different actions. So one is Asthapana Vasti and the other is Anuvasana Vasti. And there are very detailed guidelines or how you have to harmonize these 2 kind of vastis. Like it's not that any vasti is vasti. I mean there's a science behind even blending the 2 types of vastis together to create a balanced effect. What it means is that it's so complex that you have to consider each type of vasti itself as an independent procedure. Even the way you prepare the vasti, the way you administer it, the protocol for watching a patient, like if you do Asthavana Vasti or Niruha Vasti, the kind of protocol that you will follow to observe the patient, to see the end point is very different from what it is when you do Anuvasana Vasti or Sneha Vasti. So the procedures are extremely different. Ja. Was ist jetzt passiert mit was ich vorhin sagte, was passiert, wenn wir Aderlass rausnehmen, sind es dann immer noch 5 Karmas? Ja, es sind 5 Karmas und zwar dann ist es Vaman, Virecha, Nasya und jetzt kommen die 2 Formen von Bastis, nämlich Basti wird aufgespalten in einerseits den sogenannten Astapana Basti und den Anuvasana Basti, also der nährende Basti und der reinigende Basti. Astapana ist der klärende, reinigende, aufräumende Basti, Anuvasana ist der reinigende Basti. Basti oder Einläufe, das sind so eine tiefe Wissenschaft in sich, das ist eine so große Prozedur, dass sie ohne Probleme aufgespaltet werden kann, weil beide
also der reinigende und der ernährende, komplett andere physiologische Effekte haben. Sie sind komplett anders zusammengebaut. Die Art und Weise der Administration ist, wie sagt man Administration nicht, wie sie eingeführt wird, ist komplett anders oft. Es gibt Möglichkeiten, sie auch zum Beispiel zu kombinieren. Das ist eine ganze eigene Wissenschaft. Das heißt, wenn wir uns das Blut, den Aderlass mal zur Seite lassen, es sind trotzdem noch 5 verschiedene Karmas, 5 verschiedene Aktionen, die gemacht werden können. Wir müssen dann einfach nur die Bastis aufspalten in diese 2 Gruppen. If the Niruha Basti remains for more than one muhurta, the patient can even die. Es wird gesagt in den Schriften, dass wenn dieser reinigende Basti, dieser Einlauf, das ist immer der auch viel größer ist, länger als ein Muhurta, das sind 48 Minuten. Wenn das länger als diese Zeit drinne bleibt, kann das so gefährlich werden, dass der Patient stirbt. But in the case of Sneha Basti, that is not the situation. If it stays longer, there is no problem. So, they're so different, I just wanted to give enough justification for you to feel convinced that there are 5 karmas and we can make 2 karmas out of Basti. Und Anuvasan, also der ernährende Basti, ist immer kleiner mit mehr Öl und der kann ohne Probleme absorbiert werden, sogar so, dass der gar nicht mehr rauskommt. Und das ist völlig okay, was nicht okay ist mit dem ersten. Ich wollte das nur erwähnen, dass da wirklich ein großer Unterschied zwischen den beiden besteht und die deswegen selbstständig als eigene Karmas auch aufgezählt werden können. I just wanted to sensitize, the importance of sometimes looking into the Sanskrit terms. I keep doing that in most of the lectures, but it's very important for you to get into the subtler aspects of Ayurveda. Now, I would say I made a mistake here in the terminology. I used nasya here, and I also used nasya there. One of those 2 nasyas is a wrong. I shouldn't have called it as nasya. Ich bin immer etwas genau und gehe immer ein bisschen mehr in Sanskrit rein, einfach aus dem Grund, weil da eine Menge drinsteckt, einfach was subtile Unterschiede betrifft. Also hier habe ich zum Beispiel einen Fehler gemacht. Auf beiden Seiten sehen Sie, steht Nasya. Eines davon hätte ich nicht Nasya nennen sollen. So, do you know another term for nasya? Where is nasya wrong? This is Panchakarma and this is Panchasodhana. Also die erste Liste auf der linken Seite ist Panchakarma. Which one is Panchasodhana? This is Panchakarma. Yes, Panchakarma, und auf der rechten Seite ist die Liste für Panchasodhana. So when you say nasya, just like Vasti, you have to use a different term when you mention the process of nasal, medication as Panchasodhana and as Panchakarma. Wenn wir Nasya betrachten, müssen wir hier unter dem Aspekt Karma und Shodhana auch 2 unterschiedliche Begriffe benutzen für Nasya. Okay. Does anybody know another name for nasya? Shirovirechana? Yes. Great. So, actually in the Panchasodhanas, the texts refer to nasya as only Shiro Virechana. It is not called as, it is Shuddhi of the Shiras, not the nose also. That's another important thing. It gives you a better idea of what it is actually doing. Because nasya is again of different types. There is Brahmana nasya. If you study the chapter on nasya, you will find it's also very complex. So, all nasyas are not Shodhana also. Und der Grund, warum das ein anderer Begriff benutzt werden sollte, ist, Nasya umschreibt nur eine Behandlungsform, die über die Nase geht. Und hier gibt es auch unterschiedliche Formen, wie zum Beispiel ernährende Nasyas, wo man also ernährend Öle, Kräuter und so weiter gibt, Gieß, die jetzt